Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Tagesbotschaft. Wir schauen, was das Kollektiv heute hier wissen darf. Es gibt was aufzuklären. Irgendwo stehen wir im Nebel. Ja, und etwas benötigt mehr Klarheit. Also die Nebel lichten sich, ist hier die Ausgangssituation. Okay, sie lichten sich plötzlich. Man hat Richtungswechsel, man hat vielleicht etwas zu beklagen, das nach Verlust aussieht. Eine Verletzung, eine Wunde, eine plötzliche Sache, die überwunden wird. Das kann ja etwas Verbales sein, ein Gespräch, ein verletzendes Wort. Der Abbruch einer Bindung durch Kommunikationslosigkeit. Die Emotionen kochen hier hoch. Die Sensibilität ist wahnsinnig stark. Die Situation ist schicksalhaft. Ja, hier kommt etwas, das gilt es genau anzugucken. Das hat etwas zu tun mit einer Wunde, die dir mal widerfahren ist, die hinterlassen wurde. Ein Schattenthema. Etwas, was sehr viel in dir aufwühlt. Die Psyche zeigt sich hier als verletzt. Für manches hat man hier vielleicht auch mal gar keine Worte mehr. Man überlegt sich, was macht eigentlich das Schicksal und warum? Was haben wir hier so viele Prüfungen zu bestehen und warum ist es für viele ganz schwierig? Andere scheinen durchs Leben zu tanzen, ne? Man stellt sich so die Sinnfrage hinter allem. Man hinterfragt die eigenen Worte, man hinterfragt die Worte von anderen. Eine Situation, wo man auch Zweifel hat oder wo man nicht überzeugt ist von irgendwas, zeigt sich hier. Das sind ja auch die Momente, das kennt ihr alle, wenn man so gereizt und genervt ist und die Zündschnur ist kurz und man könnte gerade so mal in die Luft gehen und alles rausschreien, was einen so beschäftigt. Auch ich finde es im Prinzip auch gut, denn wir können nicht immer ruhig und Licht und Liebe und so weiter. Ja, es gibt Momente, da möchten wir alle davonlaufen. Da haben wir die Nase voll von Hindernissen, vom Umfeld, von Kommunikation, die nicht der Wahrheit entspricht oder die irreführend ist. Und man hat auch so gar keinen Bock mehr auf ewige Kreisläufe, auf Beziehungsthemen, die aufgezeigt werden, manchmal auch nur durch Stellvertreter. Man hofft ja auch, dass sich etwas verbindlich löst. Hier kann auch sein, irgendwie so, dass einem plötzlich die Wahrheit um die Ohren geflogen ist und man steht jetzt so da. So eine Energie hatte ich schon lange nicht mehr. Bei mir ist eigentlich oftmals alles positiv, obwohl es mir selber gar nicht so geht. Und heute ist mal richtig so dieses mit dem Fuß auf die Erde stampfen und alles Kacke finden. Hier unten haben wir dann auch noch den Sarg. Man hinterfragt ja alles, ne? Lügen kommen raus. Man sieht auf einmal die ganze Wahrheit. Man hat schwierige Prozesse. Die Emotionen sind hier sehr groß und sehr tief. Und wir haben trotz allem hier als einzigste Karte hier die Wege. Man ist ja aufgefordert, sich selber treu zu bleiben, ne? Es geht hier auch wieder, wie gestern schon, ich habe hier die Freundschaftskarte dabei, ne? Möglicherweise kommen hier schicksalshafte Weggefährten, möglicherweise verabschiedet sich jemand. Ich denke gerade auch an meine Freundin. Viele von euch können sich erinnern, das war jetzt kurz vor Weihnachten letztes Jahr.
als sie gegangen ist. Da ist so viel offen und manchmal bin ich so wütend auf sie. Und ich kann ganz gut damit leben, aber manchmal drückt es mich auch so. Und ich habe einen meiner besten Gesprächspartner verloren. Ja, hier sind die Wege, die Möglichkeit, eine Option zu treffen, in eine andere Richtung zu gehen. Eine Wahlmöglichkeit, eine plötzliche Kurskorrektur, eine Entscheidung, die man treffen muss, um selbst auch gut wieder weiterzugehen. Hier ist so dieses Bäm, Klarheit, ne? In der Mitte. Das ist nichts, was lange auf sich warten lässt oder wo man denkt, ach, wie lange brauche ich jetzt, um das Thema zu bearbeiten, zu begreifen. Da hat man auch gar keinen Bock auf Arbeit an irgendwas, sondern da sind die Emotionen so hoch, dass man einfach nur reagiert und Feuerenergie hat und sich vielleicht auch mal verletzlich zeigt und so die Möglichkeit hat, eine Option zu nutzen, die einen selber weiterbringt. Ja, das passt so wunderbar. You can't go back to yesterday. Wir können nicht in die Vergangenheit zurück oder ins Gestern. Wir sollen im Hier und Jetzt leben. Das passt auch wunderbar zu dieser Legung, denn hier kommt Changed in the Night, das heißt, hier trifft man über Nacht, also schnell, eine ganz andere Chance. Man kann schnelle Wandel haben, man kann sehr schnelle Möglichkeiten plötzlich vor Augen haben. Der Blick leert sich, Dinge, die über Nacht sich verändern und plötzlich ist der Vorhang zu allem weg, der alles verdeckt hat. Unten haben wir noch, bleib mal auf dem Kurs oder setze dir ein Ziel. Wisse auch, wohin du gehen willst, hab einen Plan und du wirst in die richtige Richtung geführt, auch wenn es schnell oder plötzlich geht. Heute fällt es mir ein bisschen schwer. Und wir haben hier noch den Flow. Ne? Hier soll etwas, was sich hier aufgestaut hat in der Mitte, was wie so ein Brocken ist, der macht einen Klumpen aus allem, einen dicken, schweren, zähen Klumpen. Und dieser Klumpen, der möchte hier aufgelöst werden. Und die Erkenntnisse, die sind alle da, hier muss man nichts mehr überlegen. Und man hat hier so dieses Ding, dass alles wieder in den natürlichen Fluss des Lebens zurückkommen darf. Okay, ihr Lieben, wir nehmen mal hier noch so eine Karte. Was kann hier unterstützend wirken? Transformiere Wut und Enttäuschung und Ärger. Das passt ja wunderbar. Setze Grenzen, auch da, wo jetzt ein Thema zu sehr auf einen wirkt, muss man auch sich selber wieder zurückrufen und zeige dir selbst den Respekt, den du verdient hast. Für einen oder anderen mag es hier ein Schritt ins Ungewisse sein. Man hat noch so ein bisschen die Augenklappe auf. Man tritt aus dem Dunkeln hier in eine andere Szenerie rein. Das genau beschreiben die Wege, aber genau das braucht man auch hier. Ne? Das ist so wie das Abfallen einer schwierigen Sache oder einer großen Last und die Emotionen dürfen frei fließen. Das kennt ihr bestimmt auch alle. Es gibt Personen, die halten alles aus. Ne? Die sagen, komm, schrei mich an, lass mal deine Wut raus. Und dann gibt es die sich vor allem zieren, weil sie sonst mitschwingen.
Aber hier liegt eine Person, die unterstützt, ne? Die sagt, ey, komm, schrei alles raus, hau mal irgendwo drauf, lehre dich. Die versteht diesen Ärger oder diese Wunde. So, dann haben wir das Kreuzchen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Weisheit, Klugheit und neue Ideen. Ich führe dich durch dunkle Zeiten. Ich unterstütze dich bei der Bewältigung verborgener Ängste. Na, wunderbar. Die ganze Legung passt wie die Faust aufs Auge und der Pirol. Leider wirst du von Hektik, Unruhe, Sorgen und Nervosität geplagt. Ein kleiner Kummer oder eine lebhafte Diskussion begleiten dich. Dann lasst es raus, haut mal auf den Tisch, lasst es nicht an den anderen raus. Jeden, dem danach ist, soll sich heute mal entleeren. Ich drücke euch und bis morgen.